Pflichten, Eigenschaften und Kenntnisse eines Bibliothekars. Die zu den Verrichtungen eines Bibliothekars erforderlichen Kenntnisse und Eigenschaften, von denen bisher obenhin die Rede war, sind so vielfältig und verschiedenartig, dass man zu dem Glauben versucht wäre, es sei unmöglich, sie in einer einzigen Person vereinigt zu finden, wenn man nicht vor sich Menschen sehe, welche den unwiderleglichen Beweis des Gegenteils liefern. Das Studium der Literaturgeschichte und der Bücherkunde, das ihres Wertes, ihrer Seltenheit, ja sogar der verschiedenen Teile ihres Materials, ist so wichtig, dass es in den ersten Rang gesetzt und ununterbrochen betrieben werden muss, um Schritt für Schritt mit der Erfahrung jedes Tages zu gehen, welche dasselbe ebenso sehr durch neue Erscheinungen als durch die unzählige Menge der schon vorhandenen Bücher nährt. Die Kenntnis der alten und neueren Sprachen ist so verbreitet, dass nur wenige sich mit den Wissenschaften beschäftigende Personen sie nicht besitzen. Ja, man kann dieselben nicht einmal entbehren, wenn man auf der Höhe der Aufklärung des Jahrhunderts bleiben will. Der Bibliothekar bedarf ihrer daher mehr als jeder andere. Und wäre es auch nur, um die Bücher zu klassifizieren und zu katalogisieren. Was die außereuropäischen Sprachen betrifft, kann man von ihm nicht verlangen, dass er alle verstehe, weil die in ihnen geschriebenen Bücher sich in einer Bibliothek, außer sie wäre sehr groß und ganz universell, nur in geringer Anzahl vorfinden. Ist eine Bibliothek ihnen ganz besonders gewidmet, dann ist es sehr natürlich, dass die mit ihrer Obsorge beauftragten Personen diese Sprachen verstehen. Der Bibliothekar und Bibliograph bedürfen wegen der Natur ihrer Studien eines unablässigen und gewissenhaften Eifers. Wer keinen Geschmack an Arbeit und in die kleinsten Einzelheiten gehender Genauigkeit, selbst auf die Gefahr, ein Mikrolog gescholten zu werden, besitzt, der kann auch auf keinen Erfolg hoffen, und wem der Geist der Ordnung im ausgedehntesten Sinne dieses Wortes abgeht, dem fehlt eine der wesentlichsten Eigenschaften. Nur diesen Gaben verdankt man es, wenn eine Bibliothek sich beständig in einem solchen Zustande der Ordnung befindet, dass die Abwesenheit oder der Tod des Bibliothekars niemals fühlbar wird. Und dass sein Nachfolger sich nicht beim Antritte des Amtes in die Notwendigkeit versetzt sieht, die Anstalt, die ihm anvertraut worden ist, erst wieder in Ordnung zu bringen. Eine der drückendsten Pflichten des Bibliothekars ist die, auch auf die trivialsten, unbedeutendsten und indiskretesten Fragen mit ebenso viel Zuvorkommenheit und Nachsicht zu antworten, als auf die gelehrtesten und interessantesten Erkundigungen. Er muss gleichsam sein eigenes Selbst verleugnen und sich gewissermaßen mit jeder Person identifizieren, die ihn befragt und nur zu oft seine Zeit und seine unversiegbare Gefälligkeit missbraucht. Das ist ein Opfer, welches er in seiner Stellung bringen muss. Da seine ganze Tätigkeit auf die Nützlichkeit seiner Bibliothek gehen soll, so muss er sich mit Resignation bewaffnen, wenn er die Erfahrung macht, dass das Publikum für die Wohltaten, die es aus einem solchen Schatze zieht, nur dem Stifter Dank schuldig zu sein glaubt und keineswegs dem Bibliothekar, dessen Obsorge und Tätigkeit allein alle Reichtümer derselben zu finden und mitzuteilen versteht. Das Publikum wird im Allgemeinen gegen die Fehler, die es in öffentlichen Anstalten, welche es als die seinigen betrachtet, trifft, stets unerbittlich, aber dennoch undankbar gegen diejenigen sein, welche die Missbräuche abschaffen und ihre ganzen Kräfte anzubringenden Verbesserungen widmen. Daher werden die Arbeiten und Mühen des Bibliothekars kaum anders belohnt, als durch einige habituelle Besucher der ihm anvertrauten Bibliothek. Die größten Erfolge seiner Anstrengungen und seines Eifers bleiben außerhalb der engen Grenzen der Bibliothek unbekannt, während die Erzeugnisse derjenigen, welche die Literatur und die Wissenschaften kultivieren, Lob und Beweise der öffentlichen Achtung zur Folge haben.